Ich kannte sein Gesicht schon lange, seit 1972, da habe ich das erste Konzert besucht in Frankfurt. Led Zeppelin war mein erstes großes Rockkonzert, er war Veranstalter. Er war aber meistens Backstage. Aber dann, wenn die Künstler zu spät kamen, dann hat er immer irgendwelche Entschuldigungen finden müssen. Ein LKW sei zusammengebrochen. Fritz selbst ist ein Gentleman, der fängt natürlich pünktlich an, deswegen rede ich jetzt auch gar nicht mehr länger und freue mich auf den Vortrag. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich einen dunklen Punkt in meiner Landkarte meines Lebens heute beseitigen kann. Ab heute weiß ich, wo Vöhl liegt. Ich halte es für richtig und wichtig, in der Synagoge auch eine öffentliche Veranstaltung wie die heutige durchzuführen und daran zu erinnern an eine sehr, sehr dunkle Zeit unserer Geschichte, die sich nie wieder auch nicht in Ansätzen erholen darf. Wiederholen darf. Und wenn Sie zum Beispiel lesen, wie der Terrorismus auf der rechten Seite vernachlässigt wurde, dann kann ich nur sagen, wir müssen wachsam sein. Meine Damen und Herren, es ist mir also heute eine besondere Freude, zu Ihnen über die 50 Jahre meiner Tätigkeit als Konzertveranstalter sprechen zu dürfen. Mein Vortrag basiert auf meiner Autobiografie 50 Jahre Backstage, die 2005 anlässlich meines 75. Geburtstages und des 50. Jahrestages meines ersten Konzertes erschienen ist. 2004 habe ich mich im Alter von 74 Jahren als aktiver Konzertveranstalter aus unserem Konzertgeschäft zurückgezogen. Aber es ist schön, über Musik zu reden. Eine Leidenschaft von mir, ich tue es andauernd. Aber die Essenz unseres Tuns ist nicht das Reden, sondern ist Live-Musik, handgemachte Musik. Und darum bin ich so froh, dass ich nicht allein hier sitzen muss, sondern seit vielen Jahren ein sehr guter Freund. Wir sind gute Freunde geworden, beinahe gute Freunde geworden. Jürgen Schwab uns musikalisch begleitet, und darum schlage ich vor, dass der Abend eröffnet wird durch eine eigene Komposition von dir. Jawohl. Und das ist ein Stück, das Ihnen die Person des Referenten auf augenzwinkernde Weise näher bringt. Es heißt der alte Fritz. Der alte Fritz hockt gar nicht gern allein zu Haus. Drum zieht's ihn immer wieder in die Welt hinaus. Dann packt er seine 7 Sachen, das heißt, er lässt sie packen. Andere wissen besser, was er braucht. Sein Verstand ein scharfes Schwert, das würde wirklich unerhört, den zu verschwenden an so profanen Kram. Dafür hat er schließlich seinen Perl. Der alte Fritz ist halt ein blitzgescheiter Kerl. Der alte Fritz hat in seinem Leben viel bewegt, hat ein ums andere Mal am Grund. Mein späterer Partner war während des Krieges im Hot Club Frankfurt, der bereits 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg, gegründet wurde, ein sogenannter Swing-Heini, wie ihn die Hitlerjugend beschimpfte, der mit seinen Freunden wie Emil Marsdorf und anderen
von der Gestapo verfolgt, verhaftet und ins Gefängnis geworfen wurde, da der Jazz als entartete Musik galt und als Nigger- und Judenmusik. Ähnliche Hotclubs gab es damals schon, auch in anderen Großstädten wie Hamburg, Berlin und Leipzig. Diese jungen Menschen wollten sich auch von einem übermächtigen Staat wie dem Dritten Reich nicht vorschreiben lassen, welche Musik sie spielen sollten oder hören durften, welche Menschen sie lieben durften oder hassen mussten. Diese Freiheit war ihnen wichtiger als die Gefährdung ihres Lebens. Ich habe den größten Respekt vor diesen kulturellen Widerstandskämpfern im Dritten Reich. Emil Mangelsdorf haben Sie ja kürzlich hier persönlich erleben können. Ich selbst aber war bis 1945 ein linientreuer Hitlerjunge und darauf bin ich alles andere als stolz. Der anscheinend taub und blind war und das, was um ihn herum vorging, bis zum bitteren Ende nicht durchschaute und nicht erkannte oder aber auch nicht durchschauen und nicht erkennen wollte. Horst Lippmann wurde 1945 befreit. Ich aber wurde gerettet aus den Fängen der Unmenschlichkeit und des Größenwahns, in die ich durchaus freiwillig geraten war. Bei Kriegsende brach für mich zunächst eine Welt zusammen, es entstand bei uns eine Nullsituation, voller Enttäuschung, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Daseinsangst, sowie einer immer größer werdenden Scham und einem Entsetzen über die Verbrechen im Dritten Reich, die wir nun Kapitel für Kapitel zur Kenntnis nehmen mussten. Damals, ich war 15, entstand das folgende Gedicht. Wir sind das Strandgut unserer Zeit. Wir stehen nah am Nichts. Geht uns nur ein paar Schritte weit ins neue Leben, das Geleit und einen Schimmer Lichts. Doch dieses Licht war Klang und kam aus dem Radio, dieses Licht waren Blues. Swing und Jazz, das waren Klänge, die das genaue Gegenteil zur bombastischen Musik der Nazizeit darstellten. Durch das Offbeat-Erlebnis wurde plötzlich auch mein ganzes körperliches System in einen anderen Rhythmus gebracht. Die zackige Marschmusik, und damit meine ich nicht unbedingt die Märsche aus dem Hause Johann Strauss, macht, dass sich die Schwachen noch schwächer und die Protzigen noch protziger fühlen. Im Swing-Jazz dagegen lernen die Lahmen zu gehen und die Schwachen holen tief Luft und schöpfen neuen Mut. Die Protzigen aber marschieren ins Leere. Diese Situation also wurde ich nach Kriegsende durch den Swing-Jazz an Körper, Geist und Seele entnazifiziert. Hinzu kam, dass der Jazz alles auf den Kopf stellte, was ich als Hitlerjunge in Sachen Übermenschentum der germanischen Rasse und Rassendifamierung von Menschen verschiedenster Hautfarben und Herkunft gelernt hatte. Wer die Musik von Louis Armstrong liebt und Ella Fitzgerald verehrt, kann kein Rassist. Der Jazz ist die Verkörperung der Freiheit und der Individualität und daher bis zum heutigen Tag jeder Diktatur, die den Menschen ausrichten will, ein Dorn im Auge. Außerdem bedeutet er Menschlichkeit, also der Gegensatz zu dem, wofür der Nationalsozialismus stand. Diese Entnazifizierung durch den Jazz bedeutet für mich eine geistige und seelische Neugeburt.
doch war sie auch ein allmählicher Prozess, der sich über Jahre erstreckt. Ein Instrument erlernen, dann kollektiv improvisieren, spielen. Also gründeten wir eine Band. Und ich wählte den Kontrabass. Da konnte ich mich ausruhen, wenn ich etwas müde war. Aber anscheinend habe ich die Band furchtbar genervt. Wenn also Journalisten kamen, dann habe ich mich hinterm Bass versteckt. Denn ich war in den 50er Jahren Deutschlands schlechtester Jazzbassist. Der Beste hieß Hans Last und kam aus Bremen und wurde später als James Last, ein Mann, der die ganze Welt mit seiner Musik eroberte. Sie sehen, ein guter Bassist kann viel erreichen. Aber ich habe recht bald erkannt, dass mein Platz nicht auf der Bühne war, sondern hinter der Bühne, in der Organisation. Und so hatte die Welt einen Musiker weniger und einen Eintrittskartenverkäufer. Ein richtiger Glücksfall in meinem Leben war die Begegnung mit einem Mann, dem mein größter Dank gebührt. Horst Lippmann. Er war Deutschlands wichtigster Jazzveranstalter nach dem Krieg. Er wurde mein Vorbild, mein Lehrmeister und mein Freund. Etwa 3 Monate nach dem Heidelberger Konzert rief mich Horst Lippmann überraschend an und fragte, ob ich als Kofferträger in die Tournee Jazz at the Philharmonic des großen amerikanischen Impresarios Norman Granz einsteigen wolle, sozusagen als Hiwi von dessen ebenfalls amerikanischem Tourneeleiter. Horst Lippmann hatte die Frankfurter Musiker zum Heidelberger Konzert begleitet und mich beobachtet. Er sah einen Verrückten, hektisch herumhumpelnden und lauthals Anweisungen gebenden Schaftluber, der sogar das Publikum störte. Aber anscheinend hat er meine damals noch verborgenen Talente als möglicher Konzertorganisator erkannt. Er hat sich wahrscheinlich gesagt, wenn wir den etwas abkühlen und ihm sagen, was zu tun ist, wird er bei dem Eifer, den er an den Tag legt, vielleicht noch sehr nützlich sein. Damit öffnete mir Horst Lippmann die Pforten zum Paradies. Denn bald begegne ich nun Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Dizzy Gillespie und all den anderen, die ich wie Götter verehrte. Und ich durfte für meine Idole rennen und springen und wurde so in der Tat anscheinend zum besten Kofferträger, den unsere Branche je erlebt hat. Norman Granz verpflichtete mich zu seiner nächsten Tournee mit dem herrlichen Duke Ellington Orchestra. Der Einfachheit halber ließ er seine amerikanischen Tourneeleiter zu Hause, sodass ich neben den Koffern auch noch die Verantwortung als Tourneeleiter tragen durfte. Und so wurde ich Tourneeleiter für all die großen Künstler, die Norman Granz über Horst Lippmann nach Europa brachte. Count Basie und sein Orchester, Benny Goodman, the King of Swing, Miles Davis, John Coltrane, Coleman Hawkins, Stan Getz, Gary Mulligan,
Lionel Hampton, Cannonball Adderley, Ben Webster, Sonny Rollins, Dave Brubeck, das Modern Jazz Quartett und natürlich immer wieder Ella, Oscar Peterson und Duke Ellington und viele andere. Und es begann eine intensive Zusammenarbeit mit Horst Lippmann, die schließlich zu dem Begriff Lippmann und Rau führte. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. Oh Lord, I wish you would rise up one day, lead my people to the land of peace. My brother was taken up from my mother, and a police officer shot him down. My brother was taken up from my mother, and a police officer shot him down. I can't help but to sit down and cry sometimes, thinking about how my poor brother lost his life. Behind a barbed wire fence, now you're trying to take my freedom away from me. Und ich weiß heute noch nicht warum. Und die Gläser wurden nachgeschenkt und es entstand eine richtige Partystimmung. Ich aber musste eine Blues-Revue mit wechselnden Besetzungen über die Bühne der Friedreuth Hall bringen und bin entsprechend eingeschritten. Unter diesen ungebetenen Besuchern der Backstage waren auch die mir damals unbekannt gebliebenen Mick Jagger, Keith Richards und Brian Jones, die noch im gleichen Jahr eine Band namens Rolling Stones gründeten, benannt nach dem Rolling Stone Blues ihres Idols Muddy Waters, der wiederum ein wichtiger Künstler unserer American Folk Blues Festivals war. Sie waren nicht die einzigen später weltberühmt gewordenen Musiker aus der aufgekommenen Londoner Blues-Rock-Szene, die einst nach Manchester gekommen waren. Erwähnt sei nur Jimmy Page, der spätere Kopf von Led Zeppelin. Als wir dann Jahre danach unsere erste Rolling Stones Tournee in Deutschland veranstalten durften, wurde ich Mick Jagger als Tourneeveranstalter vorgestellt. Ich habe mich natürlich nicht mehr an unsere erste Begegnung in Manchester erinnert. Aber er. Das ist die Karikatur, weshalb die Leute sich... Ja, ich freue mich, dass die Leute was zu lachen haben. Viel besser, als wenn sie weinen würden. Also, machen wir weiter hier, nicht? An unsere erste Begegnung in Manchester erinnert, aber er erzählte mir als erstes, dass ich ihn und seine Freunde in typisch deutscher Manier, these fucking Germans, mehrmals des Backstage-Bereichs verwiesen hätte, damit die Bluesmusiker sich auf ihr Konzert konzentrieren konnten. Mick Jagger sagte auch, er hätte mich damals für ein riesen Arschloch, auf Englisch Asshole, gehalten. Aber gleichzeitig sei er dankbar gewesen, dass wir seine Idole nach England und Europa gebracht haben. Diese jungen Musiker kannten die Musik ihrer Blues-Idole nur von Schallplatten, Race Records, die es nur in den Ghettos gab, die ihnen Blues-Pioniere wie Alexis Corner besorgt hatten. Persönlich begegnet sind sie ihnen aber erst durch unsere American Folk Blues Festivals. Und diese Begegnung
war für ihr künstlerisches Schaffen und ihr ganzes Leben sehr wichtig. Dies haben sie bis zum heutigen Tag immer wieder betont. Sie ist im Rolling Stones Film von Martin Scorsese mit einer Huldigung an Buddy Guy, einem der wichtigsten Künstler unserer American Folk Blues Festivals, der inzwischen auch wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Inzwischen hat Keith Richards eine Autobiografie live veröffentlicht, die auch in deutscher Sprache erschienen ist. Ich kann die Lektüre dieses Buches, das übrigens sehr erfolgreich ist, nur empfehlen. Keith Richards wurde nach Veröffentlichung seiner Biografie von dem Frankfurter Musikkritiker Martin Scholz interviewt. Dieses Interview wurde am 13. November 2010 in der Frankfurter Rundschau und anderen deutschen Tageszeitungen wie der Süddeutschen veröffentlicht. Ich möchte mir erlauben, aus diesem Interview einen Abschnitt zu zitieren. Martin Scholz. Der Konzertveranstalter Fritz hat die ersten großen Tourneen der Stones in Deutschland organisiert. Anfang der 60er Jahre hatte er mit dem American Folk Blues Festival erstmals amerikanische Bluesmusiker wie Memphis Slim oder John Lee Hooker zu Konzerten nach England geholt, die sie damals als Fans besuchten. Worauf für sie der gute Deutsche Keith Richards: Ja. Fritz half mir, die Deutschen besser zu verstehen. Es gab eine spontane Zuneigung zwischen ihm und mir und der ganzen Band. Seine Liebe zum Blues hat uns verbunden. Fritz war ein Gigant unter den deutschen Promotern. Ich sagte ihm mal: Okay, du bist Deutscher, ich Engländer, wen kümmert's? Die Leidenschaft für die Bluesmusik war wichtiger als die Frage, wer du bist und woher du kommst. Fritz hat nicht viel darüber gelehrt. Ich weiß nicht, ob er sich seiner Bedeutung damals überhaupt bewusst war. Er hat es einfach gemacht, hat die Tagespolitik transzendiert, den ganzen Bullshit. Zitat Ende. Vielleicht hat Keith bei seinem deutschen Interview, was mich betrifft, etwas übertrieben. Aber wenn er einem alten Kumpel, den er anscheinend immer noch mag, eine große Freude machen wollen, dann hat dies mit diesem Interview wirklich geklappt.